Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Learn German with Falk, deinem Beginner-Podcast. Heute möchte ich mit euch über das Thema Beschwerde sprechen. Wir werden 9 essentielle Wörter zum Thema Beschwerde lernen. Also, eine Beschwerde. Was ist eine Beschwerde? Ihr seht das Bild. Eine Beschwerde ist, wenn man unzufrieden ist. Wenn man zum Beispiel ein Produkt gekauft hat und es ist nicht so, wie man es erwartet hat. Vielleicht wollte man zum Beispiel ein blaues T-Shirt kaufen, aber man hat ein grünes T-Shirt bekommen. Dann ist man natürlich nicht glücklich und man beschwert sich. Man kann an den Verkäufer eine Beschwerde schreiben. Man kann ihm schreiben: Entschuldigung, das geht nicht, ich muss mich beschweren, dieses T-Shirt ist nicht so, wie ich es haben wollte. Also, lasst uns heute über das Thema Beschwerde sprechen und wir fangen mal gleich mit der ersten wichtigen Vokabel an. Wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann klickt unbedingt jetzt unter dem Video auf den Abonnieren-Button und unterstützt mich und meinen Kanal. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Falls du das Transkript zu dieser Episode haben möchtest, dann schau gerne auf meiner Patreon-Seite vorbei. Dort findest du alle Transkripte zu allen Episoden. Also legen wir los mit unserem ersten Wort zum Thema Beschwerde. Wort Nummer 1 ist erstatten. Wir lesen mal den Beispielsatz zusammen. Ich schicke das Smartphone zurück. Ich hoffe, der Verkäufer erstattet mir mein Geld. Also erstatten bedeutet Geld zurückbekommen. Wenn ihr, wie gesagt, hier in dem Beispiel ein Smartphone oder ein anderes Produkt bestellt und es nicht so ist, wie ihr erwartet habt, dann wollt ihr das Produkt wahrscheinlich zurückgeben. Und ihr wollt wahrscheinlich auch oder ganz sicher euer Geld zurückbekommen. Euer Geld zurückbekommen oder euer Geld erstattet bekommen. Also das Geld erstattet bekommen bedeutet das Geld zurückbekommen und zwar eigentlich immer im Kontext Beschwerde. Also zum Beispiel, ich habe vor kurzem ein Kabel bestellt und ich habe das falsche Kabel erhalten. Ich wollte eigentlich ein USB-C-Kabel, also ein Kabel, das einen USB-C und USB-A-Anschluss hat, dass ich zum Beispiel ein iPhone mit meinem Windows-Laptop verbinden kann. Und es kam ein anderes Kabel und ich war sehr überrascht. Ich habe dieses Kabel nicht bestellt. Es war an beiden Seiten ein USB-C-Kabel, also nicht das, was ich bestellt habe. Und dann habe ich mich beschwert und habe eben das Kabel zurückgeschickt und ich habe das Geld erstattet bekommen. Der Verkäufer hat mir das Geld erstattet. Also ich habe das Geld zurückbekommen. Es gibt auch das Nomen, das ist auch gut, wenn ihr das kennt. Und das heißt Erstattung. Eine Erstattung. Und da das Wort auf UNG endet, Erstattung, wisst ihr, welcher Artikel für Erstattung der richtige ist? Na? Genau,
die Erstattung. Wörter im Deutschen, also Nomen, die auf ung enden, sind ja immer feminin. Also erstatten. Kommen wir zum zweiten Wort. Das zweite Wort ist reklamieren. Ihr seht schon die Fäuste hier auf dem Bild. Und wir lesen mal den Beispielsatz, um euch eine Idee zu geben, was das Wort bedeutet. Ich möchte ein Produkt reklamieren, da es beschädigt angekommen ist. Also reklamieren ist schon sehr stark. Es ist, wenn ihr eben ja auch ein Produkt bekommen habt, das ja meistens das kaputt ist. Also vielleicht nicht das Falsche, sondern wirklich erst, wenn etwas kaputt ist. Also reklamieren ist auch schon mit ein bisschen negativer Emotion. Etwas reklamieren ist nicht so stark wie protestieren, also auf der Straße zum Beispiel gegen die Politik protestieren, das nicht, aber reklamieren ist auch schon relativ stark. Es bedeutet, warum habe ich das falsche Produkt bekommen? Ich wollte das nicht. Etwas reklamieren, auch wenn an dem Produkt etwas zerkratzt ist, also zum Beispiel ihr kauft ein iPhone und da drauf ist ein Kratzer, dann wollt ihr das natürlich reklamieren und sagen, hey, das geht nicht. Hier ist ein Kratzer auf meinem iPhone. Ich möchte bitte, dass Sie mir das Geld erstatten oder ja, es reparieren. Das wäre wahrscheinlich auch schon in Ordnung. Also reklamieren, wenn ihr etwas bekommen habt, das kaputt ist oder beschädigt ist, dann könnt ihr das Ganze reklamieren. Kommen wir zu unserem nächsten Wort. Es ist eine Zusammensetzung aus einem Nomen und einem Verb. Und zwar Stellung nehmen. Stellung nehmen. Und ich habe hier in Klammern dahinter auch noch die Präposition geschrieben. Und die Präposition von Stellung nehmen lautet zu. Stellung nehmen zu. Unser Beispielsatz lautet: Bitte nehmen Sie zu meiner Beschwerde Stellung, damit ich eine Rückmeldung erhalte. Also Stellung nehmen bedeutet so viel wie seine eigene Meinung oder seine Position zu einem bestimmten Thema sagen. Wenn ihr euch zum Beispiel bei einem Verkäufer beschwert, weil das Produkt nicht so ist, wie ihr dachtet, dann kann der Verkäufer Stellung dazu nehmen. Er kann Stellung nehmen und sagen, entschuldigen Sie, das ist nicht richtig, was Sie sagen. Sie haben das blaue T-Shirt bestellt und nicht das grüne, wie Sie sagen. In unserem System steht, Sie haben das blaue T-Shirt bestellt und vielleicht haben Sie sich aus Versehen verdrückt. Vielleicht haben Sie aus Versehen das falsche T-Shirt angeklickt und das falsche T-Shirt gekauft. Aber wenn Sie möchten, können wir es gerne umtauschen oder wir können Ihnen den Geldbetrag erstatten, wenn Sie uns das T-Shirt zurücksenden. Das bedeutet Stellung nehmen, also seine Meinung sagen zu einem Problem. Es gibt auch häufig Stellung nehmen in der Politik. Zum Beispiel, es gibt einen Skandal oder eine große Diskussion um ein Thema und dann können die Politiker öffentlich, also für alle anderen Menschen, zum Beispiel im Fernsehen oder in der Öffentlichkeit, Stellung nehmen, Stellung zu dem Problem oder Stellung zu dem Skandal. Nach zu steht immer Dativ, das wisst ihr wahrscheinlich.
Und deshalb ist Stellung nehmen zu immer mit Dativ, also zum Beispiel Stellung zu einem Problem nehmen. Okay, kommen wir zum nächsten Wort und unser nächstes Wort ist schildern. Schildern. Ich möchte Ihnen die Probleme schildern, die ich bei meinem letzten Einkauf erlebt habe. Also schildern. Etwas schildern bedeutet etwas genauer erklären, etwas sehr genau sagen, spezifizieren, im Detail. Also zum Beispiel, wenn ihr etwas schildert, kann das ein Ereignis sein oder ein Problem eben. Wie hier, ich möchte Ihnen die Probleme schildern, die ich bei meinem letzten Einkauf erlebt habe. Und dann erzählt ihr zum Beispiel, ja, die Einkaufswagen waren kaputt und dann musste ich ohne Einkaufswagen einkaufen gehen und das war sehr schlecht, weil der Einkaufskorb so klein ist und deshalb konnte ich nicht so viele Sachen kaufen und deshalb musste ich dann am nächsten Tag wieder einkaufen gehen. Und indem ihr das alles erzählt, schildert ihr, was passiert ist. Ihr schildert das Problem, ihr erklärt es, ihr erzählt genau, was passiert ist. Und wenn man zum Beispiel eine Beschwerde schreibt, dann kann als Antwort von einem Verkäufer kommen, können Sie das Problem bitte schildern? Wir wissen nicht genau, was Sie meinen. Zum Beispiel habe ich früher öfter Probleme mit dem Internet gehabt. Mein Internet war früher ein wenig instabil und dann habe ich eine Mail geschrieben und gesagt, entschuldigen Sie bitte, das Internet ist sehr instabil, können Sie mir bitte helfen? Und dann haben sie mir eine E-Mail zurückgeschickt und mich gefragt, ja, können Sie bitte genau schildern, wann das Problem auftritt, also wann Sie kein Internet haben oder wann das Internet instabil ist, können Sie das bitte schildern, also erklären oder erzählen. Schildern ist definitiv ein wichtiges Wort, wenn man eben eine E-Mail schreibt oder häufig, wenn man eine E-Mail bekommt und die andere Seite, also die andere Person, wissen möchte, was genau das Problem ist. Also sie braucht vielleicht mehr Details. Ihr müsst der anderen Person die Details schildern. Kommen wir zu unserem nächsten Wort und dieses lautet die Warteschleife. Die Warteschleife. Und wir lesen einmal den Beispielsatz zusammen. Ich habe die Service-Hotline angerufen und musste 20 Minuten warten, bis ich eine Person erreicht habe. Also, in dem Wort Warteschleife steckt natürlich das Wort warten, welches ihr mit Sicherheit kennt. Und die Warteschleife, das ist immer am Telefon. Also immer am Telefon, wenn ihr warten müsst. Ihr kennt das bestimmt, ihr ruft bei einer Versicherung an oder vielleicht habt ihr ja ein Problem mit eurem Internet und ruft bei eurem Internetanbieter an und dann kommt diese Musik. Ein Mitarbeiter ist gleich für Sie da. Ein Mitarbeiter ist gleich für Sie da. Oder etwas Ähnliches. Auf jeden Fall sehr, sehr nervig, für mich zumindest. Und manchmal muss man echt lange in der Warteschleife warten.
Und ja, 20 Minuten finde ich persönlich schon viel. Also ich musste schon mal länger in einer Warteschleife warten. Ich kann mich erinnern, ich hatte mal an der Universität, ich musste im Online etwas justieren an meinem Plan und das ging nicht. Es war aber ganz wichtig, dass ich das am selben Tag mache und deshalb habe ich die Service-Hotline angerufen von dieser Plattform und da war ich sehr lange in der Warteschleife und als ich dann vielleicht ja auch nach 20 Minuten eine Person erreicht habe und dieser Person mein Problem geschildert habe, dann hat die Person gesagt, ja, das ist nicht für mich dieses Problem, ich bin nicht dafür zuständig, also ich weiß nicht Bescheid, wie man dieses Problem lösen kann, das ist ein anderer Mitarbeiter, ich verbinde sie mal. Düt. Und dann kam wieder diese nervige Melodie und ich war wieder in der Warteschleife. Und ich war, glaube ich, insgesamt über 40 Minuten in einer Warteschleife. Es war sehr, 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 sehr nervig. Aber ja, was sollte ich machen? Ich hatte keine andere Option, keine andere Wahl. Und ja, am Ende war ich 40 Minuten in der Warteschleife und ich habe mich auch beschwert bei der Person, mit der ich am Ende am Telefon kommuniziert habe. Und ja, die Person konnte natürlich auch nichts dafür, aber es war trotzdem ein bisschen ärgerlich. Ich war ein bisschen sauer. Die Warteschleife, ja, ist, glaube ich, etwas, was niemandem gefällt. Warteschleife, dieses Wort benutzen wir übrigens nur am Telefon, also nicht im Supermarkt. Da stellen wir uns in die Schlange, da sagen wir in der Schlange stehen. Die Warteschleife, das ist nur am Telefon. Okay, kommen wir zum nächsten Wort und zwar stornieren. Wir lesen mal den Beispielsatz zusammen. Ich sehe mich gezwungen, meine Buchung zu stornieren, da die angebotenen Leistungen nicht der Beschreibung entsprechen. Okay, ist ein schwieriger Satz. Also ich sehe mich gezwungen, also das bedeutet so viel wie ich muss das machen. Sie lassen mir keine andere Option, meine Buchung zu stornieren. Also etwas stornieren bedeutet etwas, was ihr vorher gekauft habt, was ihr vorher gebucht habt, abzubrechen, zurückzunehmen. Also ihr sagt, nein, ich mache das doch nicht. Ich breche das ab. Ich möchte das doch nicht kaufen. Und wir sehen hier auch den Grund, da die angebotenen Leistungen nicht der Beschreibung entsprechen. Das bedeutet, das Produkt war nicht so, wie es in der Beschreibung stand, also so wie das im Internet vielleicht stand. Also zum Beispiel das T-Shirt war nicht blau, sondern es war grün. In der Beschreibung stand, es war grün, aber ich wollte ein blaues T-Shirt. Also ist es nicht wie in der Beschreibung. Es ist anders. Es entspricht nicht der Beschreibung. Es ist nicht so wie in der Beschreibung. Stornieren. Es gibt, glaube ich, viele Beispiele für Stornieren. Zum Beispiel einen Flug stornieren. Wenn ihr online einen Flug bucht, dann könnt ihr ihn stornieren. Generell Leistungen, Dienstleistungen, das deutsche Wort für Service. Wir sagen im Deutschen auch oft Service, also zum Beispiel Kundenservice, aber es gibt auch noch das Wort Dienstleistungen oder eben Leistungen. Und Leistungen kann man normalerweise
stornieren, aber natürlich auch seine Bestellung. Also wenn ihr zum Beispiel bei Amazon oder bei eBay oder einer anderen Online-Plattform zum Beispiel ein Buch bestellt oder ein Smartphone und dann merkt ihr vielleicht, das brauche ich doch nicht, oder vielleicht habt ihr auch gemerkt, dass ihr einen Fehler gemacht habt. Ich habe das grüne T-Shirt bestellt aus Versehen. Ich wollte eigentlich das blaue bestellen. Dann storniert ihr eure Buchung. Also stornieren, ein ganz wichtiges Wort im Bereich der Bestellungen. Und ja, beschweren, wenn das Produkt eben nicht so ist, wie ihr wolltet, oder der Service, die Dienstleistung nicht das ist, was ihr haben wolltet, dann könnt ihr, denke ich, fast immer das Produkt oder die Leistung stornieren. Es gibt immer einen Stornieren-Knopf bei Bestellungen im Internet, normalerweise. Unser nächstes Wort lautet unzufrieden. Unzufrieden. Beispielsatz: Ich bin sehr unzufrieden mit dem Service, den ich erhalten habe. Also unzufrieden. Das kann man sehr gut hier erkennen, ist also eine Emotion, ein Gefühl, das nicht angenehm ist, nicht gut ist. Also ihr habt etwas anderes erwartet. Zum Beispiel im Restaurant. Ihr habt zum Beispiel ein Schnitzel bestellt und das Schnitzel mit Pommes, aber ihr bekommt nur ein sehr, 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 sehr kleines Schnitzel und eine sehr, 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 sehr kleine Portion Pommes, obwohl ihr dachtet, dass es ein sehr großes Gericht ist, ein sehr großes Essen, ist es allerdings nur sehr klein, aber trotzdem teuer. Dann seid ihr wahrscheinlich sehr unzufrieden mit dem Essen. Und vielleicht schmeckt das Essen auch nicht so, wie ihr dachtet. Und dann habt ihr das gleiche Problem und ihr seid unzufrieden. Ihr sagt, das ist anders, als ich gedacht habe. Ich bin sehr unzufrieden mit dem Essen. Das würdet ihr natürlich nicht direkt zu dem Kellner sagen. Das ist ein bisschen zu direkt. Aber obwohl, in Extremfällen könnt ihr es vielleicht sogar sagen. Aber wirklich nur in Extremfällen. Also zum Beispiel, wenn der Kellner sehr unhöflich ist oder wenn das Essen wirklich total daneben ist, also überhaupt nicht schmeckt, dann könnt ihr es natürlich auch mal benutzen oder eben in einer E-Mail, wenn ihr schreibt, der Service war leider nicht gut, Sie haben mir nicht weitergeholfen, ich bin sehr unzufrieden, ich hoffe, dass Sie das in Zukunft verbessern. Also man kann schon schreiben, dass man unzufrieden ist, aber es jemandem ins Gesicht zu sagen, da musst du schon sehr unzufrieden sein. Unser nächstes Wort ist wieder ein Nomen, die Unannehmlichkeit. Diese Unannehmlichkeit hat meine Pläne erheblich gestört und sollte nicht vorkommen. Also eine Unannehmlichkeit ist auch etwas, was unangenehm ist. Also man fühlt sich nicht gut behandelt. Es ist ein Problem für eine Person. Also eine Unannehmlichkeit kann zum Beispiel sein, dass euer Internetanbieter, ihr schreibt ihm, weil das Internet nicht funktioniert, und dann sagt der Internetanbieter, okay, danke, dass Sie uns Bescheid gesagt haben. Wir müssen das reparieren, aber das dauert 2 Wochen. Sie werden 2 Wochen kein Internet haben. Das wäre eine große Unannehmlichkeit für euch.
Also es würde große Probleme für euch verursachen. Ihr werdet große Probleme bekommen. Und Firmen, oder ja Verkäufer, nicht nur Firmen, Verkäufer, die sich dann bei ihren Kunden entschuldigen wollen, schreiben dann manchmal in die E-Mail: Entschuldigen Sie für die Unannehmlichkeit oder im Plural die Unannehmlichkeiten. Das ist auch, glaube ich, etwas, was die Deutsche Bahn häufig verwendet. Wir entschuldigen uns, dass der Zug 1 Stunde zu spät kommt. Entschuldigen Sie für die Unannehmlichkeiten. Also das ist schon, glaube ich, so ein Standardsatz der Deutschen Bahn. Also Unannehmlichkeiten bedeutet, dass es etwas, das Probleme bereitet. Kommen wir zu unserem letzten Wort: eine Lösung finden. Also es ist wieder ein Nomen mit einem Verb verbunden. Und unser Beispielsatz lautet: Ich hoffe, wir können gemeinsam eine Lösung finden, um dieses Problem zu klären. Also eine Lösung finden bedeutet eine Option, die für beide Seiten gut ist. Also es ist so eine Art Kompromiss, eine Lösung finden. Es gibt auch das Verb lösen, zum Beispiel eine Mathematikaufgabe lösen. Also die Lösung ist auch häufig das richtige Ergebnis, zum Beispiel in der Mathematik. Die richtige Lösung für eine Aufgabe ist also auch die korrekte Antwort. Also ihr merkt, Lösung hat immer etwas mit richtig zu tun, mit korrekt. Und eine Lösung finden ist auch das Korrekte, die beste Option obwohl es muss nicht immer die beste Option sein, aber es muss etwas sein, um ein Problem nicht mehr zu haben. Wir müssen das Problem lösen. Wir müssen eine Lösung finden, damit wir das Problem nicht mehr haben. Zum Beispiel ein Problem lösen. Wir nehmen wieder das Beispiel mit dem Internet. Ich hatte auch mal 2 Wochen kein Internet und das war natürlich eine große Unannehmlichkeit für mich, weil ich von zu Hause aus arbeite und Internet brauche. Und das habe ich dann meiner Internetfirma geschrieben. Ich habe gesagt, das geht nicht. Damit bin ich unzufrieden. Ich habe ihnen geschildert, dass ich von zu Hause arbeite und das Internet brauche. Und sie haben dann gesagt: Okay, kein Problem, wir finden eine Lösung. Wir geben Ihnen für diese 2 Wochen, oder ich glaube, sie haben mir sogar für den ganzen Monat dann unbegrenztes Datenvolumen für mein Handy gegeben, also für meine mobilen Daten, sodass ich das dann als Internet verwenden konnte. Also wir haben eine gute Lösung gefunden. Ich war zufrieden, das Internet war sehr schnell und genau das hat das Problem dann gelöst. Also, das waren 9 Vokabeln zum Thema Beschwerde. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du es mit all deinen Deutschlerner-Freunden teilen könntest und wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast, ihn jetzt zu abonnieren. Außerdem habe ich wundervolle Nachrichten für dich. Ich freue mich riesig, auch meinen neuen Master-Tier auf Patreon vorzustellen. Als Mitglied erhaltet ihr exklusive Transkripte zu allen Podcast-Episoden, damit ihr nichts verpasst. Aber das ist noch nicht alles. Einmal im Monat habt ihr die Möglichkeit, an einem Gruppenunterricht mit mir und 6 anderen Teilnehmern teilzunehmen.
Der Platz ist auf nur 6 Teilnehmer begrenzt. Also, schnell sein lohnt sich. Egal, auf welchem Level ihr seid. Alle sind herzlich willkommen. Zusätzlich bringe ich neue Vokabeln in den Unterricht ein, damit ihr euer Deutsch spielerisch verbessern könnt. Lasst uns gemeinsam lernen und gemeinsam wachsen. Kommt in meine Skype-Gruppe und werdet Teil dieser spannenden Reise. Seid dabei und meldet euch an. Ich kann es kaum erwarten, mit euch zu lernen. Vielen, vielen Dank. Tschüss und bis bald.